Herzlich willkommen, lieber Schütze, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 11. Januar bis zum 20. Januar. Das ist die dritte Dekade im Sternzeichen Steinbock und wir befinden uns jetzt mitten in der erdverbundenen Energie des Steinbocks. Aber man merkt schon ein wenig die Luftenergie vom Wassermann, aber erst so ganz hintergründig noch. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und so möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien bei dir ankommen, lieber Schütze. Zu der aktuellen Dekade. Wir haben über die gesamte Dekade abnehmenden Mond. Ja, schauen wir mal bei dir rein. Wie wird diese Dekade für dich, lieber Schütze? Wie wird die Dekade für Schütze? Wie wird diese Dekade für Schütze? Okay, da haben wir sie. Der Magier. Du bist jetzt mit großer Schaffenskraft ausgestattet. Du wirst irgendwas Neues kreieren in dieser Dekade. Irgendwas Neues anstoßen. Irgendwas Neues in Wirklichkeit umwandeln. Ja, du hast wirklich mit dem Magier die Möglichkeit, deine Vorstellungen und Ziele in Wirklichkeit umzuwandeln und die Wirklichkeit nach deinen Vorstellungen umzugestalten. Es könnte für dich auch eine sehr präsente Dekade sein, in der du dich sehr viel zeigen wirst, in der du auf die Bühne des Lebens trittst, ne, und dich selbst darstellst, selbst präsentierst, deine darstellerischen, schauspielerischen Talente könnten hier gefragt sein. Und du könntest gut in der Lage sein, wenn du das möchtest, Menschen von deinen Ideen zu überzeugen, Menschen zu begeistern und zu faszinieren. Schauen wir mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Ja, das ist ganz interessant, denn bezüglich der Art und Weise, wie du deine Umwelt um dich herum wahrnimmst, strebst du danach, diese Eindrücke neu zu bewerten. Irgendwie gibt es hier eine starke Veränderung in deiner Art, wie du deine Umwelt beurteilst, und du möchtest irgendwie eine neue Perspektive einnehmen, einen neuen Blick auf die Welt und solltest dich da ganz von den Botschaften, die dir entgegengebracht werden, leiten lassen. Da gibt es Hinweise, auf die du achten solltest, Inspirationen von außen, die dich bereichern werden. Dir ist Verbindlichkeit und Loyalität in dieser Dekade besonders wichtig. Ja, oder du solltest mehr darauf, also es ist mehr so, dass du mehr darauf achten solltest, wer wirklich zu dir steht, wer wirklich an deiner Seite ist, auf wen du dich immer in jeder Zeit verlassen kannst, wer einfach zu deinen engsten Freundeskreis gehört. Das könnte dir dabei helfen, einfach den Boden unter den Füßen nicht zu verlieren und die Bodenhaftung zu behalten. Denn du könntest hier wirklich in neue Sphären abdriften. Aber keine Sorge, du findest hier auf jeden Fall zur Ausgleichung, zu einem inneren Gleichgewicht. Du wirst bei deiner Mitte ankommen und hier alles in das richtige Maß zusammenbringen, in das richtige Gleichgewicht finden. Mit welchen Herausforderungen hast du es in dieser Dekade zu tun? Die Ausgleichung. Hier eine sehr ähnliche Karte, ne? Vielleicht hast du es auch tatsächlich mit einer Waage zu tun oder mit Waage-Energie. Auf jeden Fall sehe ich hier, dass du auch nach Objektivität strebst, dass du ein gutes Urteilsvermögen haben wirst in dieser Dekade und
ähm, in deinen sozialen Beziehungen auch Gerechtigkeit walten lassen kannst. Irgendwie gibt es hier eine Fairness, ein gerechtes Urteil, einen ausgeglichenen Kompromiss, den man hier finden kann. Und der dir auch einen gewissen Frieden verschafft, ein inneres Gleichgewicht, eine innere Balance, der dich bei dir selbst ankommen lässt. Ja, das sagt mir hier auch, dass du diese ganzen neuen ähm, dass du hier diese Neubewertung deiner Umwelt gut in dein Leben integrieren kannst, dass dich das bereichern kann, dass du hier einen neuen Blickwinkel auf die Welt erlangst und deine Umwelt fair beurteilen kannst, dass du hier eine gewisse mentale Klarheit und mentale Stärke aufbaust, mit der du sehr gut agieren kannst. Es ist ein neuer Weg, es ist eine Herausforderung. Es führt dich auf einen neuen Pfad in dein Leben. Du könntest hier auch auf der Suche nach etwas sein. Irgendwas scheint mir so, als würde etwas im Unklaren für dich sein. Als würdest du etwas im Leben nicht ganz verstehen und du begibst dich hier auf diesen neuen Pfad, um das Verstehen zu lernen. Es ist aber etwas, was dir Unbehagen bereitet zunächst. Aber dann stellst du fest, dass es gar keinen Grund dafür gibt. Du bist hier auch sehr mutig, du möchtest diesen Weg gehen, dein Herz ist mutig und dein Herz weist dich auf diesen richtigen neuen Weg. Irgendwie gibt es hier für dich ein Geheimnis, was zu lösen, zu lüften gilt, ein Geheimnis, was du erfassen möchtest. Etwas, was deine Neugier, deine Begeisterung entfacht. Und wir haben hier große Arkana-Karten, ne? Also ein sehr wichtiger persönlicher Wachstumsprozess, in dem du dich da befindest, lieber Schütze. Und in der Vergangenheit warst du nicht so, war dein Urteilsvermögen nicht so gut, war dein Blick nicht so klar. Irgendwas hat Konfusion bei dir ausgelöst. Irgendwas hat dich vor sehr viele Fragen gestellt und du hast sehr viel gegrübelt darüber und konntest irgendwie nicht den richtigen Weg für dich finden, deinen Blick nicht richtig schärfen. Du musstest hier zunächst erstmal einen Bewusstseinswandel vollziehen, bevor du diese neue Möglichkeit ergreifen jetzt kannst. Es kann auch sein, dass du hier auch etwas zurücklassen musstest, bevor es weitergehen konnte. Vielleicht eine Überzeugung über Bord werfen, die immer verhindert hat, dass du diese neue Wahrheit, dieses neue Geheimnis für dich ergründen kannst. Vielleicht ist dieses Opfer, was du hier zurücklassen musstest, auch ein Wunsch, ein Bedürfnis, ein Ziel. Und du hast jetzt eingesehen, dass du, um ein anderes Ziel zu erreichen, dieses Ziel aufgeben musst. So eine Situation könnte es gewesen sein. Auf jeden Fall hast du hier sehr viel gegrübelt. Und es war auch eine Phase, in der du das Gefühl hattest, du kommst nicht richtig gut voran. Das ist jetzt hinter dir. Diese Aufgabe hast du gemeistert. Diese Energie verlässt du jetzt. Und jetzt kommst du in diese Energie. Ja, im Moment fällt es dir sehr, sehr schwer, die Wirklichkeit, wie sie ist, anzuerkennen und zu erfassen. Es gibt hier gewisse Vorstellungen und Illusionen, denen du nachhängst. Traumvorstellungen, Luftschlösser, die
nicht, leider nichts mit der Realität zu tun haben. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, vielleicht bist du auch tatsächlich von Lügen umgeben. Oder es gibt hier eine Sache, die nicht klar im Klaren ist, nicht deutlich ist. Das könnte natürlich sich auch auf dieses Geheimnis beziehen, welches du ergründen möchtest. Dass du hier Bodenhaftung und Wahrhaftigkeit finden wirst, wenn du diesen neuen Weg gehst. Aber im Moment tappst du immer noch etwas im Dunkeln, muss ich sagen. Aber der Magier sagt mir hier auch, das ist eher eine Situation, die du auch irgendwo reizvoll findest, die dich auch irgendwie motiviert, die dich auch irgendwie begeistert. Aber es ist auch irgendwie, du hast vielleicht schon die Ahnung, dass das auch irgendwie alles eine Illusion ist. Ich weiß nicht genau, so fühlt es sich jetzt aktuell so an. Vielleicht ist es auch nur eine Befürchtung von dir. Hier zeigt sich die Sonne, auch eine große Arkana, und die Klarheit wird kommen. Die Erhellung wird kommen. Das Licht, was man hier auch schon beim Mond sehen kann, wird stärker werden. Ne? Du wirst hier zu Einsichten kommen, du wirst das Geheimnis lüften und auf diese Weise sehr starke Erfüllung erfahren. Liebesglück, Sinnerfüllung und Vertrauen in die Welt, ne? Vertrauen in die Mitmenschen, eine offene, klare Kommunikation. Dass man hier auch so sein Herz offenlegt. Aber du zögerst, weil irgendwas ist für dich noch unklar. Ne? Das ist ein Schleier, den es noch zu lüften gibt. Und dahinter verbirgt sich aber das Licht und die Sonne. Und das ist sehr, sehr schön. Ja, hier zeigt sich eine Prinzessin der Schwerter. Entweder eine andere Person oder diese Karte verweist auf dich persönlich. Je nachdem. Es könnte sehr gut sein, weil du hast hier sehr viel Schwertenergie, dass du die Prinzessin der Schwerter bist. Aber vielleicht hast du es ja auch mit einem anderen Luftzeichen zu tun. Waage habe ich hier schon genannt. Wassermann oder Zwilling. Es könnte auch Fisch sein mit diesen Karten. Die Prinzessin der Schwerter ist eine unreife Energie. Eine Person des Geistes, eine Person, die viel nachdenkt, viel diskutiert und auch mit Worten spielen kann. Eine charmante Person, die auch sehr witzig sein kann, sehr kreativ, aber auch manchmal etwas streitlustig, einfach weil diese Person durch den Mangel an Reife hat diese Person manchmal etwas wenig Empathie, möchte aber halt auch mit Worten über die Diskussion auch irgendwas über die Welt herausfinden und in dieser Energie schießt diese Person manchmal über das Ziel hinaus. Aber diese Person meint es nie böse, sondern es geht halt wirklich nur um die Ideen, um die Gedanken, um etwas herauszufinden. Wir schauen mal, was denkt denn die Prinzessin der Schwerter? Also vor allem, wenn es eine andere Person ist, wirst du dieser Person begegnen. Wahrscheinlich schon am Anfang der Dekade, so ab dem 12. Januar, zwischen den 12. und 17. Januar würde ich jetzt mal so schätzen. Wirst du diese Person neu kennenlernen oder wieder kennenlernen? Und falls es sich um ein Wiederkennenlernen handelt, dann wird sich das Verhältnis intensivieren. Wenn diese Karte auf dich verweist, dann wirst du in dieser Zeit in diese Energie kommen. Was denkt die Prinzessin der Schwerter? Erfolg, öffentliche Anerkennung. Diese Person kann auch gut der Magier sein, ne? Eine Spielerin, ein Spieler. Eine Person, die im Kontakte knüpfen sehr gut ist, die sich sicher in sozialen Kontexten begeben kann, die sich dort sehr sicher fühlt, sehr souverän, sehr viele neue Kontakte knüpft und sich einfach sehr sicher bei großen geselligen Anlässen fühlt.
Diese Person bekommt auch auf diese Art und Weise viel Anerkennung. Besonders jetzt in dieser Dekade. Und auf diese Art und Weise ist diese Person auch stolz auf sich dann, ne? Also irgendwie ist diese Person mit dieser Art und Weise sehr, sehr glücklich. Und hier zeigt sich eine Prinzessin der Stäbe. Beide Karten zusammen, könnte sehr gut sein, weil beide Prinzessinnen sind, könnten für Schütze stehen, ein anderes Schützezeichen oder dich, Schütze. Oder beide Karten können auch für Wassermann stehen. Es könnte aber auch sein, dass sich hier eine Paarsituation zeigt, ne? Dass du die Prinzessin der Stäbe bist, dein Gegenüber die Prinzessin der Schwerter. Dann seid ihr so auch auf den gleichen Reifegrad aktuell. Auf jeden Fall besteht hier eine starke Verbindung zwischen diesen beiden Prinzessinnen. Die Prinzessin kann sich auch auf eine männliche Person beziehen. Hier haben wir eine Feuerprinzessin, ne? Eine Prinzessin, die sich auch in das Leben, in gesellschaftliche Anlässe begibt, dort sehr viel Vergnügen erfährt, sehr viel Verbindung, sehr viel Anziehungskräfte verspürt, sehr viel Faszination ausübt, ne? Eine Person, eine sehr präsente Person. Wir schauen mal weiter, ne? Dieser Prozess, in dem du dich befindest, ist ein Neuanfang. Es sind eigentlich Auswirkungen aus Entscheidungen, die du in der letzten Zeit gefällt hast. Hier gibt es erfreuliche Neuanfänge, die sich auch auf eine langsame Art und Weise vollziehen, sehr stabilisierend wirkend und das Potenzial haben, sich über einen langen Zeitraum sehr erfüllend auszuwirken. Also hier blüht regelrecht etwas in deinem Leben auf, hier entwickelt sich etwas weiter und möchte mehr Raum einnehmen in dein Leben, ne? Möchte mehr Raum auch im Leben allgemein einnehmen. Und es hat sicherlich auf jeden Fall sehr viel mit deinem persönlichen Wachstum zu tun, aber kann sich hier auch auf andere Bereiche in dein Leben beziehen, auch um eine Beziehung, die sich hier weiterentwickelt oder ein Projekt, das sich positiv weiterentwickelt. Hier gibt es auf jeden Fall etwas, was regelrecht in deinem Leben aufblüht. Und das ist dir auch klar und das motiviert dich auch. Es gibt starke Veränderungen in deinem sozialen Leben. Sehr starke Veränderungen, sehr starke Transformationen in deinem sozialen Leben. Es könnte sein, dass du dich von manchen Menschen verabschiedest und gleichsam wirst du ganz viele neue Menschen in dein Leben anziehen. Also dein Freundeskreis könnte sich jetzt in dieser Dekade sehr stark verändern. Und du bist offen für diese Veränderung. Du trauerst auch nicht hinterher oder so, sondern das sind die Kontakte, die du jetzt zurücklässt. Das waren Situationen, Menschen, bei denen du schon lange das Gefühl hattest, dass die Verbindung nicht mehr richtig lebendig ist. Das sind jetzt Kontakte, die du jetzt auch loslassen kannst. Und wenn du das tust, können neue Kontakte viel besser, also neue Kontakte, die erblühen wollen, diese Kontakte können dann halt auch viel stärker wachsen. Also da gibt es starke Veränderungen in deinem sozialen Leben. Ja, du befürchtest, dass du mit dieser Energie vielleicht zu weit gehen könntest. Du befürchtest, dass du mit irgendeiner Schattenseite von dir konfrontiert sein könntest. Was du nicht möchtest, sind Exzesse oder irgendwelche Abhängigkeitsverhältnisse. Du möchtest Klarheit. Du möchtest nicht, dass irgendwas im Schatten ist.
Und ja, du hast auch die Sorge, dass hinter diesem Geheimnis, das, was du hier ergründest, vielleicht eine große Herausforderung für dich steckt. Aber das glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, hinter diesem Mond gibt es nur die Sonne, die schon fast das Gegenteil vom Teufel ist. Die Sonne bringt alles zum Licht, auch die Schattenseiten des Teufels. Und das Licht erwächst in dir. Du wirst hier wirklich in dieser Dekade Erfüllung finden können. Klarheit und Vertrauen und Eindeutigkeit. Ja, das ist wunderschön. Und das Ass der Stäbe erwächst dann schließlich in dir. Ab dem 16. 17. Januar wirst du das merken, dass eine neue Leidenschaft, eine neue Begeisterung in dir entflammen wird. Ein neuer Wunsch, eine neue Liebe kann das auch sein, und auch Sexualität und Erotik spielen hier auch eine wichtige Rolle. Anziehungskräfte. Ein neues Feuer wird in dir entflammen. Und das kann dann halt mit der Zeit dann auch immer noch weiter stärker werden. Ne? Das ist wirklich so das Ende diesen Schleiers, definitiv. Ne? Man könnte sogar sagen, du wirst mit diesem Feuer auch den Schleier in Brand setzen. Und was hinter diesem Schleier ist was anderes, als du erwartest, aber es wird was sehr, sehr Schönes sein. Dein Urteilsvermögen ist sehr stark und deswegen weißt du auch, was du tust. Es sind mir hier sehr schöne, klare Karten. Und ich bin mir sicher, lieber Schütze, dass du in dieser Dekade sehr gut persönlich voranschreiten wirst. Harte Arbeit zahlt sich aus. Neumond im Steinbock. Interessant. Aber es ist natürlich die gedankliche Arbeit hier, ne, die gemeint ist. Beim Gehängten ist es auch so. Diese Phase hast du ja jetzt schon hinter dir. Du hast dir viele Gedanken gemacht, hast ein Opfer auch eventuell abgelegt. Du hast einen Bewusstseinswandel vollzogen. Und während dieses Prozesses trifft man sehr, sehr viele wichtige Entscheidungen, die man vielleicht auch gar nicht so bewusst fällt. Aber gerade bei dieser Karte, gerade in diesem Prozess ist es so, dass man in diesem Prozess oft Entscheidungen trifft, die einen wirklich als Person auszeichnen für die weitere Zukunft. Harte Arbeit zahlt sich aus. Die neue Begeisterung, das neue Feuer wird in dieser Dekade für dich sich entfachen. Und dann bist du wieder in deiner Energie, lieber Schütze. Und das macht eben auch die Sonne aus, ne? Die sich jetzt erst so unterbewusst ankündigt und zum Ende der Dekade hin mehr in den Vordergrund geraten wird. Ja, lieber Schütze, ich wünsche dir eine wunderschöne, aufregende und spannende, geheimnisvolle Dekade. Ich wünsche dir von Herzen, dass du diese Energien positiv für dich zu nutzen weißt, dass du das Beste aus der Situation machst und hier gut in deine Energie kommst. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.